Wir müssen einen Einkaufszettel schreiben. Haben wir noch Brot zu Hause? Nein, das Brot ist komplett alle. Dann schreibe ich Brot auf die Liste. Wir brauchen auch Käse für das Abendessen. Stimmt. Wir haben keinen Käse mehr im Kühlschrank. Am besten einen Scheibenkäse für Brot. Okay, Scheibenkäse schreibe ich dazu. Was ist mit Wurst? Ja, bitte eine Packung Schinken oder Salami. Vielleicht auch etwas Vegetarisches? Ja, wir können auch etwas Vegetarisches kaufen. Brauchen wir auch Butter oder Margarine? Ja, Butter ist fast leer. Dann schreibe Butter bitte auch auf. Okay, Butter steht jetzt auf dem Einkaufszettel. Wie sieht es mit Obst aus? Äpfel und Bananen wären gut für die Woche. Vielleicht auch Orangen für Vitamine? Gute Idee, Orangen schreibe ich dazu. Brauchen wir Gemüse für das Kochen? Ja, wir brauchen Tomaten für den Salat. Vielleicht auch Gurken und Paprika? Ja, Gurken und Paprika kommen auch auf die Liste. Was ist mit Zwiebeln und Knoblauch? Stimmt, die brauchen wir fast immer. Dann schreibe bitte Zwiebeln und Knoblauch auf. Okay, das habe ich notiert. Haben wir noch Eier? Schau bitte kurz im Kühlschrank nach. Wir haben nur noch 2 Eier übrig. Dann kaufen wir ein neues Paket Eier. Brauchen wir auch Joghurt oder Quark? Ja, Joghurt für das Frühstück ist wichtig. Naturjoghurt oder mit Geschmack? Am besten Naturjoghurt. Was ist mit Nudeln oder Reis? Nudeln haben wir noch, aber Reis ist fast leer. Dann schreibe bitte Reis auf. Okay, Reis steht jetzt auch auf dem Zettel. Brauchen wir noch etwas für Getränke? Vielleicht Wasser und einen Saft. Dann schreibe bitte Mineralwasser und Orangensaft auf. Erledigt. Haben wir jetzt wirklich alles Wichtige? Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles für ein paar Tage. Super, dann können wir gleich losgehen. Hier ist die Obstabteilung. Lass uns auf den Einkaufszettel schauen. Als erstes stehen Äpfel und Bananen auf der Liste. Die Äpfel sehen frisch aus und sind im Angebot. Welche Sorte nehmen wir? Grüne oder rote Äpfel? Ich nehme lieber rote Äpfel. Wie viele sollen wir kaufen? 2 Kilo reichen für die Woche. Dann lege ich die Äpfel in eine Tüte. Vergiss nicht, die Äpfel zu wiegen. Stimmt, die Waage ist dort vorne. Ich halte schon mal die Tüte fest. Okay, jetzt klebe ich den Aufkleber drauf. Als nächstes kommen die Bananen. Die Bananen sollten nicht zu grün sein. Diese hier sehen reif genug aus. Wie viele Bananen nehmen wir? Nehmen wir 6 Stück. Gut, dann kommen sie auch in eine Tüte. Was ist mit Orangen für Saft? Ja, Orangen stehen auch auf dem Einkaufszettel. Diese Orangen sind aus Spanien. Dann nehmen wir bitte 1 Kilo Orangen. Möchtest du auch Trauben kaufen? Ja, aber nur eine kleine Packung. Die grünen Trauben sehen gut aus. Stimmt, die nehmen wir. Haben wir noch anderes Obst auf der Liste? Ja, wir wollten auch Erdbeeren kaufen. Die Erdbeeren sind leider ziemlich teuer. Dann kaufen wir lieber keine Erdbeeren. Was ist mit Birnen statt Erdbeeren? Ja, Birnen sind eine gute Alternative. Dann nehme ich 4 Birnen. Sind wir jetzt mit dem Obst fertig? Ja, das Obst haben wir komplett. Dann gehen wir weiter zur Gemüseabteilung. Milch steht ganz oben auf der Liste. Brauchen wir Vollmilch oder fettarme Milch? Wir nehmen fettarme Milch. Wie viele Packungen brauchen wir? 2 Packungen reichen. Dann lege ich sie in die Tasche. Als nächstes brauchen wir Joghurt. Naturjoghurt oder Fruchtjoghurt? Lieber Naturjoghurt ohne Zucker. Diese Marke kaufen wir sonst auch. Ja, die ist gut und nicht so teuer. Wie viele Becher sollen wir nehmen? Nehmen wir 4 Becher. Okay, die kommen dazu. Jetzt fehlt noch der Käse. Der Käse ist hier unten im Regal. Scheibenkäse oder Käse am Stück?
Scheibenkäse ist praktischer für Brot. Diese Sorte schmeckt uns beiden. Ja, die nehmen wir. Brauchen wir auch Butter? Ja, Butter steht auch auf dem Zettel. Gesalzene oder ungesalzene Butter? Ungesalzene Butter bitte. Gut, dann nehmen wir diese Packung. Sollen wir auch Sahne kaufen? Nein, Sahne brauchen wir im Moment nicht. Was ist mit Quark? Stimmt, Quark könnten wir gebrauchen. Dann nehme ich einen Becher Quark. Haben wir jetzt alles aus dem Kühlregal? Ja, ich glaube, wir sind fertig. Dann können wir weiter zum nächsten Gang gehen. Wir brauchen Alkohol für die Party. Bier steht ganz oben auf der Liste. Helles oder dunkles? Am besten gemischt für alle Geschmäcker. Dann nehme ich 2 Sixpacks. Brauchen wir auch alkoholfreies Bier? Ja, eine kleine Auswahl ist gut. Jetzt kommt der Wein. Einen roten und einen weißen Wein bitte. Trocken oder halbtrocken? Lieber trocken. Diese Flaschen sind im Angebot. Dann nehmen wir jeweils 2 Flaschen. Sollen wir auch Sekt kaufen? Ja, für den Anfang der Party. Eine oder 2 Flaschen? Lieber 2, nur zur Sicherheit. Was ist mit hochprozentigem? Ein Wodka für Cocktails reicht. Brauchen wir auch Rum oder Gin? Nein, das wird zu viel. Dann fehlen noch Mixer für die Drinks. Ja, Orangensaft und Tonic Water. Eiswürfel brauchen wir auch. Die holen wir gleich aus der Tiefkühltruhe. Haben wir alles für die Getränke? Ja, jetzt ist die Auswahl komplett. Jetzt brauchen wir noch Snacks für die Party. Ja, Snacks sind sehr wichtig. Chips stehen ganz oben auf der Liste. Paprika oder Salz? Am besten von beiden Sorten. Dann nehme ich je 2 Tüten. Was ist mit Tortilla-Chips? Ja, für Nachos sind sie perfekt. Dann brauchen wir auch Dip. Ich liebe Käsedip. Dann nehme ich direkt 2 Becher. Sollen wir auch Nüsse kaufen? Ja, gesalzene Nüsse kommen immer gut an. Wollen wir Erdnüsse oder Cashewkerne kaufen? Nehmen wir eine gemischte Packung. Was ist mit Salzstangen? Ja, die sind leicht und knusprig. Dann lege ich eine Packung in die Tasche. Brauchen wir etwas Süßes? Ja, Schokolade darf nicht fehlen. Dunkle oder helle Schokolade? Am besten gemischt. Dann nehme ich 2 Tafeln. Was ist mit Gummibärchen? Ja, die mögen viele Gäste. Ich nehme eine große Tüte. Haben wir genug Snacks für alle? Ja, das sollte für die Party reichen. Dann sind wir mit den Snacks fertig. Jetzt sind wir endlich an der Kasse. Ja, die Tasche war ganz schön voll. Haben wir alles auf das Band gelegt? Ja, ich glaube, alles ist drauf. Die Getränke sind ziemlich schwer. Ja, die Party wird gut ausgestattet. Hast du die Eier vorsichtig hingelegt? Ja, sie liegen ganz oben. Gut, dann gehen sie nicht kaputt. Möchtest du bezahlen oder soll ich bezahlen? Ich bezahle heute. Bar oder mit Karte? Ich zahle mit Karte. Hoffentlich funktioniert das Gerät. Das klappt normalerweise immer. Brauchen wir den Kassenbon? Ja, nimm ihn bitte mit. Der Kassierer scannt alles sehr schnell. Ja, wir müssen gut einpacken. Ich packe die leichten Sachen ein. Dann nehme ich die schweren Flaschen. Die Taschen werden ziemlich voll. Wir haben zum Glück genug Beutel dabei. Hast du an die Pfandflaschen gedacht? Ja, das Pfand ist schon abgezogen. Super, dann stimmt der Preis. Es ist doch etwas teurer geworden. Ja, Partys sind nie billig. Dafür haben wir alles, was wir brauchen. Genau, das ist die Hauptsache. So, die Zahlung ist fertig. Dann können wir gleich gehen. Danke fürs Helfen beim Einkaufen. Gern. Zusammen geht es schneller. So, wir sind wieder zu Hause.
Gut, dann räumen wir alles in den Kühlschrank. Ich stelle zuerst die Milch rein. Leg die Milch bitte nach hinten. Okay, dort ist es kälter. Ich räume den Joghurt ins obere Fach. Der Käse kommt ins mittlere Fach. Pack die Butter bitte in die Tür. Ja, dort liegt sie immer. Die Eier kommen ins Eierfach. Gut, dann sind Sie sicher. Die Tomaten legen wir nicht in den Kühlschrank. Stimmt, die kommen in die Küche. Wo legen wir die Gurken hin? Die können ins Gemüsefach. Die Getränke stelle ich unten rein. Der Kühlschrank ist jetzt ziemlich voll. Ja, aber alles hat Platz. Moment mal, etwas fehlt doch. Was meinst du? Wir haben keinen Orangensaft gekauft. Stimmt, den haben wir vergessen. Der stand auf der Liste. Oh nein, das ist ärgerlich. Brauchen wir den Saft dringend? Ja, für die Party wäre er wichtig. Dann müssen wir später nochmal los. Oder wir nehmen Apfelsaft statt Orangensaft. Apfelsaft haben wir noch im Keller. Dann ist das Problem gelöst. Gut, dann sparen wir uns den zweiten Einkauf. Haben wir sonst alles gekauft? Ja, der Rest ist komplett. Dann räume ich noch die Snacks weg. Die Chips kommen in den Schrank. Die Schokolade lege ich nach oben. Hoffentlich essen wir sie nicht vorher. Das wird schwer. Der Kühlschrank sieht jetzt gut aus. Ja, jetzt sind wir gut vorbereitet. Dann können die Gäste kommen. Genau, jetzt fehlt nur noch gute Laune. Dann fangen wir jetzt mit dem Kochen an. Ja, ich hole zuerst alle Zutaten aus dem Kühlschrank. Ich wasche schon mal das Gemüse. Die Tomaten müssen wir klein schneiden. Ich schneide die Tomaten in Würfel. Dann nehme ich die Gurke für den Salat. Soll ich auch die Zwiebel schneiden? Ja, aber bitte vorsichtig. Keine Sorge, ich passe auf. Ich koche währenddessen die Nudeln. Wie lange müssen sie kochen? Etwa 10 Minuten. Dann stelle ich den Timer. Danke, das hilft. Brauchen wir auch Knoblauch? Ja, ein bisschen Knoblauch gibt Geschmack. Ich presse eine Zehe. Das riecht jetzt schon gut. Soll ich das Öl erhitzen? Ja, bitte in der Pfanne. Das Öl ist jetzt heiß. Dann gib die Tomaten dazu. So, die Tomaten sind drin. Rühr bitte langsam um. Okay, ich rühre vorsichtig. Ich würze mit Salz und Pfeffer. Möchtest du auch Kräuter dazu? Ja, etwas Basilikum wäre perfekt. Die Nudeln sind gleich fertig. Dann gieße ich sie ab. Soll ich den Tisch decken? Ja, bitte stell Teller und Gläser hin. Mach ich sofort. Das Essen ist fast fertig. Es sieht richtig lecker aus. Zusammenkochen macht Spaß. Ja, und es geht viel schneller. Dann können die Gäste bald kommen. Ich freue mich schon auf den Abend. Die Party ist richtig schön geworden. Ja, ich freue mich, dass so viele Freunde da sind. Die Musik passt perfekt zur Stimmung. Ja, sie ist nicht zu laut und nicht zu leise. Die Gäste fühlen sich wohl. Das merkt man. Alle lachen und reden viel. Das Essen kommt auch gut an. Ja, der Salat ist fast schon leer. Gut, dass wir genug vorbereitet haben. Ja, das Einkaufen hat sich gelohnt. Die Getränke sind auch beliebt. Zum Glück haben wir genug besorgt. Ich mag die entspannte Atmosphäre. Ich auch. Es fühlt sich gemütlich an. Es ist schön, alle zusammen zu sehen. Ja, solche Abende braucht man. Die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Auf jeden Fall. Lass uns den Moment genießen. Ja, das machen wir.